Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal zum Update über die Razor Crest von Revell im Maßstab 1:72. Ich wollte euch zeigen, wie weit ich bis jetzt gekommen bin, was ich noch machen muss und was mir so aufgefallen ist während des Baus. Also seid gespannt. Wie ihr sehen könnt, ist der Rumpf komplett fertig, bis auf die Klappen für das Fahrwerk setze ich noch ein. Dann haben wir hier unten Löcher einmal für den Anbringen des Ständers, kommt hier rein. Und dann noch für die Stromversorgung. Ja, ich habe mehrere LEDs in die Razor Crest verbaut. Ein Teil hier vorne im Cockpit, an der hinteren Wand, an der Durchgang zur Tür. Da werde ich ein Foto einblenden. Und dann noch über Mando. Die LEDs werden dann indirekt oder direkt leicht anleuchten, damit das Cockpit mit Licht erfüllt ist. Die Türen meiner Razor Crest habe ich so gebaut, dass die sich ohne weiteres öffnen lassen. Auch hinten die Heckklappe. Hier seht ihr jetzt die ganzen Kabel von den LEDs, die im Rumpf verbaut sind. Einmal das Deckenlicht vom Cockpit, dann die Rückseite, die Rückwand und dann noch die Frontscheinwerfer. Hier in die Front, über den Rand habe ich die Löcher durchgebohrt. Und da sitzen rote LEDs dahinter. Das werde ich euch jetzt alles gleich zeigen. Hier an der Stelle ist eine kleine Sinkmarke. Diese habe ich gespachtelt und geschliffen, damit die Oberfläche schön glatt ist. Alle meine LEDs arbeiten mit 3 Volt. Sprich, ich nehme das als Batteriepack mit 2 Batterien, jeweils mit 1,5 Volt. Hier seht ihr jetzt das Leuchten der Frontscheinwerfer. Das sind wirklich schöne rote Mikro-LEDs, die ich hier eingesetzt habe. Nun zeige ich euch die restlichen LEDs. Jetzt habe ich die LEDs für das Deckenlicht angeschlossen. Das sind 2 LEDs mit Kaltlicht. Eine sitzt wie gesagt hier vorne, eine sitzt weiter hinten, um den Innenraum wirklich schön auszuleuchten. Sonst ist das Cockpit nämlich viel zu dunkel. Und die restlichen 3 LEDs befinden sich an der Rückwand hinter Mando. Das ist wirklich, ich hoffe, ich kann es gut erkennen, diese ikonische Lampe, die über der Tür ist. Da habe ich 3 Warmlicht-LEDs eingebaut. Alle LEDs sind von Green Stuff World und alle mit 3 Volt. Please don't forget to subscribe. It's free and helps me in my channel. Thanks! Die Triebwerke haben ebenfalls LEDs im Inneren bekommen und ich habe den Turbinenkranz beim Auslass komplett aufgefräst, sodass die Öffnung und das Licht durchfallen kann. Ich werde euch davon jetzt mal Fotos einblenden und auch ein kleines Video, um zu zeigen, wie die LEDs flackern da im Inneren. Und angesteuert werden sie über dieses Kabel, was dann hier an der Seite durch den Flügelansatz in den Innenraum geht. Die Triebwerke habe ich auch schon schwarz lackiert mit einer glänzenden schwarzen Grundierung, um zu gucken, wo noch Unebenheiten sind, wo ich noch die Übergänge schleifen muss. Und dabei ist mir aufgefallen, dass die Oberfläche des Modells doch ziemlich rau ist an manchen Stellen. Dann habe ich mir gedacht, das kann so nicht sein, das würde man vor allem durch den glänzenden silbernen Lack sehen. Deswegen habe ich die ganze Oberfläche nach dem Grundieren erst mit einem 2000er Schleifschwamm heruntergeschliffen und danach mit einem 3000er, um alles zu glätten. Dadurch ist wirklich eine glatte Oberfläche entstanden. Als mir das dann bei den Triebwerken aufgefallen ist, habe ich mir das Modell an sich nochmal direkt angeguckt und vor allem die Oberseite des Modells ist wirklich samtig, muss man sagen. Es ist eine samtartige Oberfläche. Sie ist nicht so glatt wie die Seitenpaneele. Deswegen habe ich die ganze Razor Crest
auch nochmal erst mit 2000er Schleifpapier und dann mit 3000er Körnung nochmal heruntergeschliffen, um alles glatt zu bekommen. Stellen, die schwer zugänglich sind, habe ich mit dem Sanding Stick bearbeitet, so wie hier dazwischen. Die Oberfläche ist jetzt viel glatter, smoother, wie man sagt. Ich werde jetzt eine schwarze Grundierung aufbringen, so wie das andere, Mr. Surfacer Grundierung. Danach ein Klarlack und werde gucken, wie rau oder wo noch Unebenheiten sind und die nochmal schleifen, damit ich ein wirklich schön glattes Finish erhalte. Also diesen Tipp möchte ich euch auf jeden Fall geben. Schaut euch die Oberfläche an. Die ist wirklich eigentlich schon zu rau vom Werk aus, deswegen muss die noch geglättet werden. Beim Unboxing habe ich es schon angesprochen, die Scheiben hatten leichte Kratzer in der Oberfläche. Diese habe ich mittlerweile poliert mit diesen Polieraufsätzen für mein Roxxon Multitool. Ich habe dann Autopolitur genommen, die ich noch übrig habe, und konnte dann die Scheiben schön polieren, so dass sie wirklich jetzt richtig glatt sind und keine Kratzer mehr haben. So, das wär's für heute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns wieder, wenn das Modell fertig ist, zum Full-Bild-Video. Bis dann, euer Ben.